Haha, hallo zusammen. Komplett ausgeartet, voll geil. Es gibt nichts Schöneres als neu lackierte Teile zusammenzubauen. Aha, wartet jetzt mal schnell. Jetzt habe ich es gerade verkehrt gemacht. Heute zeige ich euch unsere absolut von unseren Rädchen mit der Vordergabel. Das gibt jetzt eine Vormontage. Pass gut auf, da gibt es wieder viel zu lernen. Das ist einfach eine Nummer zu viel. Das hier ist natürlich mega geil. Weil es so, das hätte ja eigentlich mal sollen, das war mein roter Puch Maxi N. Der ist recht abgerucht worden, sehr gut benutzt worden und irgendwann hat er mal eine Restauration verdient wieder. Natürlich ein bisschen geile Lackierung etc. aber zum Brauchen. Und jetzt, was ist passiert? Es ist eine Webergabel, es ist 72 Speicherrädchen etc. Also das volle Programm. Natürlich mit der Lackierung, haben wir das letzte Mal gesehen, komplett ausgeartet. Heute zeigen wir euch mal die Vormontage von diesen Gabeln plus wieder mal ein bisschen einspeichern, weil es doch ein bisschen speziell ist mit 72 Speichern. Ein mega Chaos und natürlich mit dem lackierten Rändchen unheimlich aufpassen, dass es keinen Kratz gibt. Weil Chromstahl und da ist ganz eine dünne Schicht drauf, das ist mega empfindlich. Also 72 Speicherrädchen beim Puch Maxi sehr speziell. Geht das Hinterrad, das Vorderrad, das ist kein Thema. Hinten dran hat man ja die Zahnkransbefestigungen. Und dort, das ist natürlich genau in der Mitte zwischen jedem Loch. Das heisst, weil wir ja doppelte Speicherzahl haben, muss man immer zwischen den bestehenden Löchern nochmal eins zusätzliches bohren. Und das ist da natürlich nicht gegangen, weil die Aufnahme ist vom Zahnkranz. Manchmal muss man halt auch ein bisschen beschissen. Das heisst, Schrauben durch, dann hinten eine Hutmutter und den Speicher möglichst fein an der Hutmutter anpunkten, einfach, dass man einen leichten Druck geben kann. Von der Stabilität her überhaupt kein Thema. Auch die Felgering-Geschichte und so unheimlich massiv. Also kein Ding. Wir haben hier 72 Speicher, ich habe das schon mal grob so angelegt, in welche Richtung dass die kommen. Ich schaue natürlich immer, dass das Vorderrad und das Hinterrad gleich ist. Ich fange jetzt mal mit der oberen an, die einmal irgendwie da zu zentrieren und anzusetzen. Und dann ist wichtig, dann kann man zählen, wir haben ja 4 verschiedene Speicher im Winkel quasi, dann 3 Löcher freilassen und das nächste wieder drin. Und natürlich sieht man es vom Winkel her, die ist jetzt nach oben und auf diese Seite, der da nach oben und dann haben wir das Gleiche nochmal bei diesen 2, die dann nach oben und einmal nach oben sind. Nach oben ist natürlich diese Seite und nach, wenn es nach oben zeigt, auf dieser Seite da. Also da muss man schnell ein bisschen konzentrierter an. Weil sonst macht man es nämlich nochmal. Jetzt haben wir hier quasi die obere Seite gemacht und jetzt ist ganz wichtig, dass man schaut, Köpfchen schauen zu mir und unten schauen das Köpfchen auch zu mir, dass ich quasi dann den oberen nachfahre. Diese Speiche geht hierher und diese Speiche hier unten ist vom Loch her eins nach rechts versetzt. Das heisst, ich nehme die Speiche, die da unten ist, das ist ja die obere. Ich nehme diese Speiche, die untere, und gehe im Felgering, mache ich genau das Gleiche wie hier. Eins rechts versetzen, hier eins rechts versetzen, dann sind wir in diesem Loch. Und dann die Unterseite macht und dann hat man schon mal die 2 Seiten. Und nachher, die Gegenseite, dort kommt dann natürlich die Spannung drauf an und alles und Kreuzungen. Nickel-Gold-Bober sind die gleichen Felgeringe, aber mit 2 Kreuzungen. 2 Kreuzungen heisst, die Speichen überkreuzen sich 2-mal, je nachdem welche wo. Und die hier sind 4-fach gekreuzt. Jetzt denke ich, probiere das mal aus. Natürlich, je weniger Kreuzungen das man hat, umso instabiler wird das ganze Rädchen.
Und da beim Nico Goldbober, dort habe ich gewusst, mit dem Ding werden wir nicht auf Rom fahren, sondern das ist wirklich mehr für Ausstellungen und einfach die Liebe ins Detail. Und das Ding ist ganz klar dafür da, um das Teil zu fahren. Und deshalb habe ich mich jetzt mal für 4 entschieden und ich habe die Räder verglichen, mir gefällt es noch fast besser. Und jetzt kann ich hier zählen, oder? Je nachdem, das liegt jetzt fast ein bisschen näher, dass die hierher kommt. Aber da sehe ich jetzt einmal gekreuzt, weil da unten ist gerade die nächste. Eine Kreuzung, 2 Kreuzungen, 3 Kreuzungen, 4 Kreuzungen. Das wäre jetzt die 5. Also stimmt nicht. Kommt eins weiter über. So, ich tue jetzt den hier mal fixieren. Also, und jetzt zählen wir nochmal. Wir haben hier unten eine Kreuzung, dann hier die 2. Kreuzung, die 3. Kreuzung und die 4. Kreuzung. Das sind jetzt mal 3 Speicher von 4. Ich sage immer 4, weil man hat ja 2 Seiten plus 2 Winkel. Und da oben sehen Sie, da ist jetzt sind noch keine Speicher drin. Das mache ich immer so. Je weniger Speicher, das man am Anfang auf dem Tisch hat, umso einfacher ist es natürlich. Je mehr Speicher, umso grösser das Puff. Ganz klar. Und diese Speicher, die kann man nachträglich von der Gegenseite her durchstoßen, abwinkeln und einschrauben. Ich ziehe jetzt das hier mal durch und dann zeige ich euch, wie ich das gemeint habe. Also, so sieht es aus, noch richtig oldschool halt. Ich suche übrigens schon ewig lang einen Einspeichständer von Sachs, hat es das nämlich gegeben. Ja, ich bin zwar gar nicht sicher, ob es Sachs ist, aber es gibt so uralte Böcke. Haben wir gerade bei der zweiten Mafia haben wir so einen gesehen. Falls irgendjemand noch so einen rumliegen hat, ich hätte grosses Interesse an dem. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir das Einspeichen habe ich mir vor Jahren mal beigebracht, und zwar genau so. Im Schraubstock und da so eine alte Reissnadel, vorne mit der Spitze und dann auf einer Seite eine Rundung. Einmal schaue ich da den Höhenschlag an und einmal den Seitenschlag. Seitenschlag heisst, das Rad ist drin und macht die Bewegungen. Das ist der Seitenschlag, und der Höhenschlag, das spürst du beim Fahren, dann ruppelt es. Jetzt ist der einzige Unterschied eigentlich von 72 Speicher zu 36 Speicher, ist, dass je mehr Speicher das du hast, umso mehr macht ein Sechzehntel oder ein Viertelumdrehung aus quasi. Also wenn ich jetzt hier einen Höhenschlag habe, ich sage jetzt mal von 1 mm, und ich nehme das da über, korrigiere das nach, dann muss ich viel, viel feiner einstellen, als wenn ich die Hälfte Speicher habe. Man kann sich das eigentlich gut vorstellen, weil da hat man jetzt all 20 mm hat man einen Zugpunkt und bei den anderen hat man halt all 40 mm einen Zugpunkt. Also das ist ein riesiger Unterschied. Auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich das grob mal justiert habe und nachher eine Runde mache, zum allemal so von Hand anstellen, einfach nicht zu viel. Weil da passiert, wenn man da 3, 4 nebeneinander anzieht, das passiert unheimlich viel. Also darum rede ich von 16 Umdrehungen. Wirklich ganz, ganz säuferlich. Also das habe ich natürlich bereits schon erledigt. Das ist seitenfein. Ja, also da sieht man ja, es hat immer eine Stelle, wo man quasi so schnell einen Gump macht, und das ist immer, wo haben wir sie, bei der Schweißnaht. Da ist die Schweißnaht, und da sieht man schon, wenn man da oben drauf schaut, dass die Felge da einen Buck macht. Aber ich kann immer genau sagen, jetzt, ich weiss genau, wo die Schweißnaht ist, oder? Und dann natürlich für den Seitenschlag nehme ich sie daher, weil dann hat man unten den Schatten und oben dran die Nadeln. Das heisst, jede Bewegung, die es macht, verdoppelt sich durch den Schatten. Oder wenn man das jetzt anschaut, man sieht natürlich, die Felgenringe, die sind auch nicht 100% rund, die sind ja gerollt. Also das ist auch nicht 100% rund. Und da würde ich jetzt sagen, wenn Sachs einen Millimeter vorgibt, dann liegen wir da jetzt circa in einem Seitenschlag von Maximum 3 Zehntel Millimeter. Und man sieht auch immer wieder, es hat zum Teil so ganz zackige Schläge. Und das ist halt einfach an einer Stelle,
wie jetzt zum Beispiel da, wo wieder die Schweißnaht ist. Die Dinge, das Sie sich hier vorstellen, das ist wie ein Blechband, dann wird das gerollt und dann wird das zusammengeschweißt. Und das ist klar, dass das nie 100% rund ist. Also das ist nicht wie eine Autofelge natürlich in der Qualität. Die sind besser als Töffli-Felgen. Töffli-Felgen sind noch viel dünner. Das hat immerhin schon irgendwie so 1 mm, 1,5 Wandstärke. Aber je kleiner, je dünner dass die ganzen Felgen sind, umso unründer sind sie eigentlich auch. Und das ist natürlich das Ziel mit dem Einspeichen, dann genau die Bäuche möglichst probieren zu richten und rauszuholen. Also das vorher gut im Seitenschlag. Schnell so einen groben Test, ob alle etwa gleich angezogen sind. Weil so, wenn man den Fingernagel drauf geht, dann hört es sofort, wenn eine locker ist, oder? Wo ist das hier? Irgendwo ist etwas anderes. Aber wenn es mal anfängt, irgendwo so ein bisschen lottern, oder wenn die einen nicht mehr sauber angespannt sind, dann verteilt sich die ganze Kraft einfach auf die anderen Speichen. Darum ist es sehr wichtig, dass die gleich gespannt sind, nicht eine extrem fest und die andere einfach so ein bisschen angestellt. Gerade bei den alten Speichern kann es sein, mal einen Schlag über einen Randstein, irgendetwas. Das darf man ruhig mal so von Hand mal schnell so ein bisschen durchfühlen zwischendurch. Weil sonst fängt es dann eben an, richtig mühsam werden, dann fangen die Speichen zu brechen. Und wenn die Speichen anfangen zu brechen oder reissen, spätestens dann unbedingt etwas unternehmen. Weil es geht dann ratzfatz und es wird nicht besser. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar Gabeln. Die tun wir jetzt so vormontieren, dass wir sie dann einfach nur noch anschrauben können. Nickel Goldbober ist quasi die erste Variante Gabeln. Nickel Goldbober habe ich das mit Schrauben gemacht. Mit Gewind in der Achse rein. Bei dem hat es jetzt Gewind an der Achse, also mit Muttern. Und die neueste Variante, die haben wir aber noch nicht da, die ist dann wie richtig mit Büchs und mit einer durchgehenden Achse, dass man die ganze Lagerfläche hat. Dort arbeiten wir dran, dort werdet ihr sicher auch mal noch etwas sehen davon. Aber ich finde das immer eigentlich noch schön, wenn man so ein bisschen die Entwicklung sieht, vom ersten, zweiten und dann zum dritten, zum schlussendlichen Produkt. Oder? Das sind so Stahlärmel, verchromt jetzt in dem Fall. Und das da innen sind so Sinter-Bronzebüchsen. Das ist ganz einfach, weil wir haben ja immer diese Bewegung. Und das muss ein weiches Material sein, weil das könnte man dann auch wieder ersetzen. Klar, die einfachste Variante Stahl auf Stahl, aber wenn es ausgelödelt ist, dann ist es einfach ausgelödelt. Das kennt man von den alten Gabeln früher und so. Und das hier ist natürlich eine Variante, dann wechselt man die Büchsen aus und dann ist es wieder einwandfrei. Das muss natürlich da alles wunderbar gefettet sein. So, und dann kommen da ganz einfach jetzt die Scheiben drauf und Stoppmuttern. Dann kann das da wunderbar bewegen und seitlich hat es kein Spiel. Auf der anderen Seite auch noch. Das ist der untere Teil, also da machen wir jetzt genau das Gleiche. Und das ist nachher der obere, der hier geklemmt wird. Und natürlich kommt dann noch auch unsere selber entwickelte Federn noch rein. Ich mache das mal schnell da. Es hat jetzt ganz leicht Spiel, ist aber völlig okay. Wichtig ist eigentlich, dass die gut laufen, weil sonst federt es nicht schön aus. Je aufwendiger die Legierung, umso dicker auch die Schicht. Also unbedingt alles Gewind nachschneiden, vorbohren. Das ist die da. Das finde ich recht eine geile Sache. Die Federn haben wir ja herstellen lassen. Und dann da unten die Teile, die Schweißteile mit dieser Form vom Rohr. So hat das eigentlich ausgesehen. Und dann diese Aufnahme hier, darum hat es das Näschen, das hat dann genau in die Feder reingepasst und dann ist das verschweißt worden. Da ist ja nachher das Gegenstück und die Feder kommt hier hin. Da wirklich nicht sparen,
mit Schmutzi. Jetzt habe ich es, glaube ich, verkehrt gemacht. Ja, ich kann es mit diesen Gabeln. Nein, normalerweise habe ich die schräge Seite, diese Seite als vorne genommen. Das kannst du gar nicht verkehrt machen. Aha, warte jetzt mal schnell. Das ist das Problem. Vielleicht. So. Aha. Mal. Per Zufall gefunden. So, das wär's. Man sieht jetzt, es federt zurück. Es muss natürlich alles noch sich noch ein bisschen einlaufen, aber absolut eine geile Sache. Jetzt aber natürlich, dass man schon ein bisschen etwas sieht, woher es geht. Da liegt ja schon lange das Lämpchen. Und wo man es noch besser sieht, ist Schutzblech. Und das montiere ich jetzt. Der Oli hat alles gegeben. Es sind ganz viele verschiedene Stile drauf. Da Flakes ohne Ende. Und natürlich so ein bisschen das Two-Face. Eigentlich das Töffli in der Mitte geschnitten. Links, rechts, verschiedene Farben. Das hat er sehr geil umgesetzt. Hier noch Wassertransferdruck, das haben wir ja gesehen bei ihm im letzten Video. Also sehr, sehr, sehr eine wilde Geschichte. Das habe ich eigentlich schon mal erwähnt in diesem Video, dass wir jeden ersten Freitag im Monat hier Party haben. Ich glaube nicht, he? Also, wir haben jeden ersten Freitag im Monat haben wir da unser Fest. Manchmal mit Liveband, manchmal ohne. Tätowiert, Gonowel Caraccio, die kommen auch wieder. Ich verrate jetzt euch noch nicht wann, weil es noch nicht ganz sicher ist. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen, soll es ein Treffpunkt werden für Benzingespräche etc. Also schaut doch sehr gerne mal vorbei. Immer der erste Freitag im Monat ab dem 6. Jetzt sieht man da unten, da habe ich es natürlich geschlitzt, weil das kann man jetzt so ganz leicht, kann man das in der Höhe einstellen. Darum ziehe ich das jetzt gar noch nicht zu fest an. Bei dem mache ich jetzt alles relativ einfach mit Hutmuttern. Das ist nämlich noch gut, weil ihr seht, jetzt so kann ich es auch noch ganz leicht einstellen. Weil da schaue ich natürlich auch, dass ich möglichst dicke Pneu drauf schraube. Beim Rahmen zum Beispiel ist ja ein Maxi N, dort habe ich auch innen dran habe ich noch so ein bisschen ausgeklopft, um möglichst einen fetten Gummi reinzubringen. Ich glaube, ein 2,5. Das ist ja immer schön neu lackierte Teile, aber ich habe manchmal vielleicht nicht so ein hohes Händchen für das Zeug. So, jetzt muss ich. Einfach eine Nummer zu viel. Ja, was meinen ihr? Kommt das gut, das Uhrentöffli? Wir sehen jetzt mal das Frontend quasi, die ganze Geschichte vorne. Ich muss noch ein bisschen runter. Und jetzt zeigen wir euch noch das Special. Ui! Das ist natürlich wirklich Magie. Die Vormontage finde ich jetzt wirklich eine geile Sache, weil auch ich habe natürlich schon mal eine Vorfreude, nicht nur die kleinen Sachen zuerst, sondern mal ein rechtes Stück, um zu schauen, wie es wirkt. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn ihr jetzt das schon seht, dass der Rahmen wahrscheinlich nicht nur schwarz uni wird sein, sondern auch ein bisschen ausgefallener. Also es bleibt spannend. Ich bin auch gespannt auch darauf, wie das dann alles zusammengesteckt aussieht. Euch sage ich danke vielmals fürs Zuschauen. Lasst doch einen Kommentar da, ob euch das gefällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in 2 Wochen. Geht es nämlich weiter mit diesem Projekt. Macht's gut. Tschüss miteinander.